servus. Hi. Hi. Hallo, ich bin der Manuel Schad von SRG Sports. Heute kommen wir wieder zur Technik. Die Technik beginnt bei uns manchmal am Rechner. Wenn ihr ein Service-Kit sucht und das ist aktuell unter Angebote und ihr seid ein bisschen zu spät dran, ein Angebot darf man nur 28 Tage sowas reinstellen, dann müsst ihr hier oben in der Suchleiste, weil die muss man einfach benutzen, einfach Service eingeben. Dann findet man unter Service natürlich viele Teile, weil man beim Service ja viel macht und dann unter anderem auch das Service Kit. Wir gehen jetzt so vor, wir haben eine 75-5, also ohne Ölfilter, ohne Ölkühler und mit Rundluftfilter. Dann gucke ich hier, ich möchte das Gammaöl ihm reinschütten. Ich möchte ihm das Gammaöl reinschütten. Gamma für Rundluftfilter mit Ölkühler ist falsch. Für Rundluftfilter ohne Ölkühler draufgehen, in den Warenkorb, bezahlen und los geht's. Das suchen wir uns zusammen. Da gehst du mal kurz mit, oder? Also neben Tattoos und Brandings gibt es auch Ribings. Die sehen so aus. Oh, das sieht man noch gar nicht, oder? Ja, der Motor ist aber... Wenn der mir unter die Gürtel kommt, ne? Was machst du denn da? P88, das ist, gleitet gut, riecht gut, ist echt gutes Zeug. Was meinten, wieso ich so saubere Hände habe? Nicht, weil ich nur im Büro sitze, sondern weil ich das so pflege. Da stehen die Frauen drauf. Das ist der Flaschenhals. Da drin. Kommst du da rein? Ich sehe es auf jeden Fall. Ich mache den Hals mal auf. 26. Wenn ich Glück habe, kann ich meinen Finger reinstecken. Findest du das gut? Ja, ich meine, das ist dann mal völlig wurscht, was für ein Ausdruck man hinstaubt oder was auch immer. Das wolltest du sehen, ne? Aber ich finde, dass das eigentlich gar nicht nötig hat. Das sieht noch nach Papier aus. Was ist denn das? Der Vergleich zwischen alt und neu. Also Wie viel? den packen wir jetzt ein, der kommt wieder ins Lager. Die geht jetzt vor. Direkt in den Flaschenhals. Achso, ja, da schon, aber dann geht's ja vor in den. Ja, aber wir wollen ja immer die Richtung, wo sie herkommt, ne? Und dann, wo sie hinführt. Aber Also die nur, kommt in vom den rechten, Motor. nur den rechten Zylinder. Aber ganz schön groß, ne? Ja. Oder? Ja, und Fast so groß wie der Vergaser. ja, aber es beim Deutz früher, ne? Oder beim alten Lanz ist es auch immer das Röhrchen einfach rausgegangen, ne? Das fällt ja gar nicht auf. So, jetzt sitzt der da drin. Das sind 3 Punkte. Weil das wissen viele nicht, ne? Das sind 3 Punkte, auf denen der sitzt. Und dann kommt dieser Deckel drauf. Der wird da unten in dieser Feder, zeig mal lieber mal so noch, der wird dann in diese Feder geschoben. Und die Spann. Ah, der Deckel. Ja. Und da ist meistens auch noch ein Ring. Wo ist ein Ring? Da drüben kommt nochmal eine Spange hin und da ist normal auch eine Spange, aber das ist alles schon wegrationalisiert. Ist aber auch nicht schlimm, wenn es auf einer Seite nur heiß, weil wir es ja mit der Schraube nochmal halten. Und jetzt finde ich, kommt immer der schwierigste Moment. ist ja nicht so mega viel Platz, ne? So,
Und dann nehme ich die Schraube und Die geht durch den Luftfilter. Ja. Das ist ja cool. Und führe die mit dem Finger an die Stelle, wo es dann schnabelt. Oh, immer mit der Hand leicht nach links. Ja. Weil sonst, ich glaube, die steckst du 50 Mal an und die Nippel nicht an. Aber man kann einfach reinlangen, das darf man bloß nicht vergessen. Man kann reinlangen und kann die Schraube hinführen, wo sie hin muss. Das ist Geburtshilfe, nennt man das. Ich war Kaiserschnitt. immer 8 Wochen auf der ne? Auf der was? Gynäkologie. Da Fandst habe ich du Geburtshilfe gut? gelernt. Ich habe Kinder zur Welt gebracht. Du. Ja, die wollten dann wieder rein, aber ich sag immer Einbahnstraße. Ganz einfach. Was sagst du dazu? Willst du mal Öl filmen, wenn es rausläuft? Das ist praktisch auch Einbahnstraße. Jetzt hast du gerade so noch eine Überleitung hinbekommen. Ansaugflur Schieb und immer. mit Versager. Das ist nicht so einfach zu schieben. Siehst du? Und siehst du, hast du gesehen? Und dann kann man das auch gescheit montieren. Also das macht man da echt alles kaputt. So, jetzt sitzt das drin und dann vorschieben. Das machen echt viele falsch. Die machen da Was ist denn das eigentlich, dieses Haselrodeo? das Haselrodeo, da haben wir noch ein Video, das können wir hier einblenden. Rumgetroffen, ne? Ja. Genial. Sind die mit dabei im Kit? Nee, ne? Die Ventildeckeldichtungen nein, weil wir genug. Jetzt sieht man deinen Kopf. Die Ventildeckeldichtungen nein. Erstmal kann man sie manchmal wieder benutzen, weil die sieht ja noch nett aus. Steht noch. Und zweitens haben wir ganz viele Kunden, die einfach eine Ventildeckeldichtung aus Silikon verwenden. Und denen wollte ich halt nicht zu nahe drehen. Nicht, dass sie dann sagen, sie müssen den Papierscheiß wegwerfen. Die Hände sind zu groß. Ist okay. Alter, welcher Japaner hat die wieder so festgemacht? Oh. Ich weiß auch nicht, ob ich das überhaupt nachstellen soll. Das ist alles so schön, ne? Aber wir wollen ja was auf die Rechnung schreiben, ne? Was für ein Intervall würdest du beim Ventil einstellen machen? Also ich bin bei 10.000 angekommen. Ist es egal, ob man jetzt auf der Straße fährt oder im Gelände? Im Oder? Gelände muss ich schon öfters mal nachschauen. Das ist, weil bei mir sich die Ventile ja wirklich setzen. Ne? Das sieht man, die sind einfach da, wo sie nicht sein sollen, mitten im Kopf. Das ist unterschiedlich von der 650 zur großen, zur 800er, zur 1000er. Die Einfach. Belastung macht es einfach aus. Ne? Okay. Die Belastung ist das. Also wenn du jetzt als Gespann fährst, darfst du da schon öfters mal nachschauen. Aber wenn man mal logisch nachdenkt, was soll denn passieren? Also irgendwo fehlt Material oder kommt Material hinzu. Material hinzu ist unrealistisch. Also setzt sich das Ventil in den Kopf rein, also zieht sich weiter in seinen Sitz rein und das ist unser Problem. Und dadurch wird das Spiel enger. Und wenn das Ventil mal zu weit reinrutschen kann, dann müssen wir Angst haben, dass es abreißt. Okay, also Ventilspiel ist dazwischen, ne? Zwischen Ventil und dem Kipphebel. Diese Stange in Verlängerung zum Motor gemessen mal lang. Stößelstange, Stößel, Nockenwelle. Was soll denn bei der Nockenwelle mehr werden? Der Busen, der schwillt nicht an, also die wird nicht mehr. Diese Stößelstange, die dehnt sich erst aus, wenn der Motor warm ist, aber die dehnt sich im Verhältnis zum Motor aus. Also wenn das da enger werden soll, dann muss hier irgendwas näher ranrutschen. Und das ist in dem Fall das Ventil. Das Ventil hat so einen Schaft, wir haben normal immer Ventile rein rumliegen gehabt, hat so einen Schaft und setzt sich tiefer in den Sitz rein und steht dann bei der Hosen. Zylinderkopf, haben wir einen Zylinderkopf gerade? Wir machen jetzt mal das Auslass, das ist ein besseres Beispiel. Der Auslass wird heißer und irgendwann sieht man, dass dieses Ventil da nichts mehr erhaben ist, wie jetzt, sondern fast flach mit dem Ventilsitz ist. Kann man das, man hört es, ne? Das Ja, man sieht's auch, man sieht es, okay. Das rutscht da rein und ist dann augenscheinlich auch hier höher und messbar hier höher. Wo? Entschuldigung, hier.
Ich will den nicht so dreckig machen. Ne? Hier. Okay. Und dann wird das Spiel enger. So, das ist aber auch kein Problem. Da habe ich ja mehr Leistung, ne? Weil das Ventil ja länger aufmacht. Ne? Aber die Zeit, in der das Ventil am Ventilsitz anliegt, die ist kürzer. Und warum brauchen wir das, dass es da anliegt? Damit es zu ist. Nee, das Ventil zu ist okay, das ist wegen der Verdichtung. Aber das Ventil hat überhaupt keine Möglichkeit, Wärme abzuführen. Das Einlassventil wird permanent mit Sprit und Luft gekühlt. Aber das Auslassventil wird nur begast. Das wird einfach nur heiß, 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 heiß. Und immer wenn das anliegt, wird dieses brennend heiße Ventil von diesem Alukopf gekühlt. Unvorstellbar, aber es ist so. Zack, kühl, zack, kühl, zack, kühl. Das ist mal 10.000, ne? Das haben wir für Umdrehungen, 3000 Umdrehungen in der Minute, wenn wir fahren. Dann liegt es 3000 Mal in dieser Minute kurz da an und gibt Wärme ab. Und so wird es gekühlt. Also wenn man seine Ventile einstellt, dann raucht das Auslassventil ab. Ja. Und da lieber zu viel Spiel als zu wenig, ne? Meiner Meinung nach. Bei Klappern kann man hören, ne? Und jetzt bei mir, bei meinem Moped im Sport, ist es echt so, dass wir die manchmal ganz schön nachstellen müssen. Alles. Da ist der Einlass ein bisschen zu weit, den stelle ich nach. Und ich drücke dann auch immer hier drauf, ne? Das habe ich in einem Video schon mal gesagt. Und das ist schade, dass ihr das nicht spüren könnt, wie das Ei geht. Klick. Klick. Ja gut, aber du schiebst unten auf den Tassenschlüssel. Genau, wenn du das jetzt nicht machst, ist das Windspiel. Ah, super. Ja. Und jetzt mache ich das. Oh, viel zu weit. Weil das Spiel im Trieb ist. Ja. 12, 12. 2 12er. Hier oben die Konterung aufgemacht. Dann drehe ich die leicht zurück. Ne? Da merkt man schon, dass diese Einstellschrauben schon ein bisschen die Lebenszeit verwirkt haben. Ne? Das merkt man, wenn die so schwer drehen. So. Jetzt drehe ich schön sanft mit der Hand, so dass man da. Jawohl. Dann fixiere ich die Einstellung, indem ich den Schlüssel so daher halte. Und mit dem konter ich. Wie viel Newtonmeter? 12 drauf mit 20 Newtonmeter. So. Also mit 9 anziehen und dann mit 20? Nee, mit 20. 9 sind die erleichterten. Also einmal knicken lang, ne? Die erleichterten, das sind die Muttern so dünn, dass ich die schon oft kaputt gemacht habe. Und ich die eigentlich dann immer mit Farbe markiere. Eigentlich nehme ich nicht, sondern ich nehme immer Farbe. Ob die Farbe hält oder nicht, das ist einfach nur für da oben, ne? Denkst du? Übel, oder? Sauber. Abartig, das ist abartig. Ja, das ist Weißt du, wie das riecht? Wie? Die U-Bahn. Wer? U-Bahn. Die U-Bahn, vielleicht verfährt die das Zeug. Ich glaube, die fahren echt zur Zeit. Ja. Ich finde, das Getriebe riecht immer wie die U-Bahn. Ja, aber das ist doch viel schöner, wenn er über andere lachen kann. Ja, das weiß er doch nicht. Ich benutze auch nicht den Kickstarter, ich benutze den E-Starter. Aber wenn du den Kickstarter nicht benutzt, dann funktioniert er nicht. Ne? Der muss halt ab und zu mal gedreht werden. Ne? Wir können jetzt den Motor mal kaputt machen, kicken sie mal an, ohne Öl. Ah, nee. Lass mal. Ölschraube N30. Ablassschraube 26. Was gut handfest. Ah ja, dann musst du den Willi fragen, der hat es auch so nicht gedacht. Also was habt ihr da jetzt gerade gemacht? Die Ölablassschraube rein, ne? Die Ölablassschraube am Getriebe wieder eingedreht. Die gehört mit 26 Newtonmetern angezogen. Die Einfüllschraube jedoch mit 31. Schön geschwollen gerätet. Das Wichtigste ist, wenn man zu viel nachschüttet, läuft das vorne zum Kardanwellen-Gummi wieder raus. Also zum Schwingengummi. Das ist der Scheiß. Hast du auch schon gemacht? Meiner hat ganz schön gesabbert. Da hinten ist schon voll. Da sieht man es noch, den Stand. Das ist so den. Ja. Wie es wackelt. Den Schwimmerstand. So,
Okay, dann macht man es zu, dass man es nicht mehr sieht. Das ist der wieder.